willkommen zu einem neuen Video. Wer mich nicht kennt, ich bin Sarah und ich befinde mich aktuell in Westaustralien in Perth. Das wird sich aber in den nächsten Tagen ändern und warum, das werde ich euch jetzt mal erklären. Ich möchte meine 88 Tage Farmarbeit fertig bekommen und das so schnell wie möglich. Ich befinde mich zwar gerade auf einer Farm, aber die zählt nicht für die 88 Tage. Für die Personen, die jetzt nicht verstehen, 88 Tage, was soll das? Man braucht, um ein zweites Jahr hier bleiben zu können, zu dürfen, muss man 88 Tage Farmarbeit nachweisen. Und das geht nur in ganz bestimmten Postleitzahlen oder in 2 Staaten, Southern Australia und Northern Territory. Da kann man alles Mögliche machen, überall, weil die so remote sind, dass das da einfach möglich gemacht wird. In den anderen Staaten muss man sich an bestimmte Postleitzahlen halten. Und ich bin zwar in der isoliertesten Hauptstadt der Welt gerade, aber dennoch diese Postleitzahl, wo ich mich befinde, zählt nicht. Das heißt, mein Vorhaben ist jetzt, etwas zu finden, wo ich das machen kann. Und da bin ich schon so ein bisschen auf die Suche gegangen. Und ich dachte, ich nehme euch da einfach mal in diesem Prozess mit und zeige euch so ein bisschen, wie sich das gestaltet, wie man sowas findet. Also es gibt hier die Möglichkeit, ein zweites Visum zu beantragen. Ich bin gerade im 1. Jahr und wenn ich noch ein zweites Jahr bleiben möchte, dann muss man eben diese 88 Tage erfüllen. Was natürlich ein großes Privileg ist. Australien ist auch das einzige Land, was das so anbietet. In Neuseeland zum Beispiel, da habe ich ja auch schon Work and Travel gemacht, da gibt es ein Jahresvisum und das war's. Es gibt auch die Möglichkeit, das Ganze freiwillig zu machen. Also man wird dann nicht bezahlt, kann aber trotzdem die 88 Tage abschreiben lassen. Und da suche ich eben auch gerade sehr verstärkt nach, weil das deutlich einfacher ist zu finden. Man kriegt dann eben Kost und Logis, bedeutet, man zahlt keine Miete und meistens auch das Essen nicht. Es wird auch gekocht. Und dafür arbeitet man etwa 4 bis 6 Stunden am Tag. Und dann kann man eben so lange bleiben, wie man möchte. Meistens sagen die Hosts dann, bleibt für 2 Wochen. Oder wenn man verhandelt, kann man auch ein bisschen länger bleiben, was eigentlich ziemlich cool ist. Ansonsten gibt es natürlich die Möglichkeit, Fruitpicking zu machen. Man kann auf der See arbeiten, in Minen teilweise. Und wie gesagt, in Southern Australia und Northern Territory kann man auch alles Mögliche machen. Also da kann man dann auch irgendwie Kellnern gehen oder so. Ja, und ich werde euch jetzt diesen Prozess einfach mal ein bisschen zeigen. Das spielt sich eigentlich alles hauptsächlich online ab. Hier hat sich gerade ein Rabe auf das Gitter gesetzt. Hallo, kannst du gehen? Oh, ich mag diese Viecher nicht. Die machen auch ganz komische Geräusche. Genau. Und das werde ich euch so ein bisschen zeigen. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Plattformen, wo man gucken kann. Ja, ich muss auch so schnell wie möglich etwas finden, weil mir die Zeit davon läuft. Ich hätte genug Geld, um jetzt sagen zu können, ach, ich chill jetzt erstmal ein bisschen. Also Geld steht hier nicht im Vordergrund. Geld verdienen ist natürlich immer gut, versteht mich nicht falsch, das definitiv. Aber mir rennt die Zeit davon. Und ich habe jetzt noch 7 Monate, um das fertig zu bekommen, was an sich genug Zeit ist. Es dauert ja ungefähr 3 Monate, bis man damit durch ist. Ja, und es ist so krass, wenn man dann merkt, so, okay, es liegt gar nicht am Geld so unbedingt. Mir rennt einfach die Zeit davon. Und da dachte ich so, wie krass eigentlich, das kann man so gut aufs Leben übertragen. Was bringt dir am Ende dein ganzes Geld, wenn du keine Zeit mehr hast? So, und jetzt bin ich hier gerade auf der Woofing-Seite von Australien. Das ist eben dieses Kost und Logis, wovon ich vorhin erzählt habe. Und da kann man dann hier bei Search, Host Search und dann werden einem eben verschiedene Farmen hier vorgeschlagen. Da kann man dann auch, wenn es laden würde, würde man es sehen, auf der Karte sehen, wo die alle sind und die konzentrieren sich eben alle hier in diesem Bereich hauptsächlich, das, was ich suche. Und dann kann man da eben Nachrichten schreiben und alles. Und da bin ich jetzt gerade dabei, habe jetzt hier schon so ein bisschen geguckt, wo das Ganze ist. Das Vieh hier in der Nähe von Sydney und sowas. Also das hier sind andere Markierungen. Ja, wurschtel mich da jetzt so ein bisschen durch.
Zusätzlich dazu bin ich noch auf Facebook unterwegs. Das habe ich schon ewig nicht mehr benutzt. Aber da gibt es ganz, ganz viele Seiten, also Gruppen, wo man beitreten kann. Und da fragen die Leute hier auch nach Jobs und sowas. Oder Farmer bieten hier ihre Jobs an, wo man dann auch manchmal die Chance hat, sich da zu bewerben. Hat bisher nicht so gut geklappt, aber ist trotzdem auf jeden Fall eine Möglichkeit. Dann gibt es noch das Backpacker-Jobboard. Da gucke ich auch immer mal wieder rein. Hier sieht man jetzt, das ist gerade einen Tag her. Wir können uns das ja mal angucken. Man denkt immer, oh, da habe ich bestimmt eine Chance. Das haben sich schon 1291 Leute angeguckt und 282 Leute innerhalb eines Tages haben sich beworben. Also die Chancen sind wirklich gering und man muss wahnsinnig schnell sein und sehr viel Glück haben. Ja, ich habe jetzt hier schon so ein bisschen aufgeräumt, bereite mich eigentlich darauf vor, dass ich in ein paar Tagen hier gehe und habe den Müll fertig gemacht, den habe ich gerade weggebracht. Wie ihr gesehen habt, macht man das hier mit dem Quad. Ich habe gerade ein richtig geiles Techno-Set auf den Ohren und genieße hier die private Show quasi für mich. Und ja, tanze die ganze Zeit mit und bin die ganze Zeit so, also ich fühle es richtig doll. Ihr kennt das bestimmt, wenn man Musik so übelst fühlt und man gar nicht stillhalten kann. Man muss irgendeinen Körperteil so mitbewegen die ganze Zeit. Schaut mal, hier ist einfach so ein Vogelnest drin gewesen an einer dieser Äste. Ich habe das aus Versehen schon abgeschnitten, aber ich glaube, die sind auch schon fertig mit Nisten, oder? Ich werde das jetzt mal auf den Boden legen, in der Hoffnung, dass ich das jetzt hier nicht komplett zerstört habe. Aber das ist hier so richtig verwachsen mit den Weintrauben hier. Man muss nur dran glauben, dass man es schaffen kann. Ich bin jetzt hier am letzten Zipfel der letzten Reihe angekommen und dann bin ich bald fertig hiermit. Also das alles hier hinter habe ich geschafft und da oben, da fehlt das Stück noch. Aber sonst bin ich hier fertig. Heute ist mein letzter Tag. Es regnet gerade leicht, kurz nach 8 und ja, werde jetzt hier ein letztes Mal für heute
das Pruning machen. Und ja, ich freue mich einerseits, bin aber auch ein bisschen traurig. Aber ich bin froh, dieses Pruning nicht mehr machen zu müssen, das muss ich schon sagen. Mir tun die Hände weh, der Oberkörper irgendwie immer und ja, es ist doch schon ganz schön anstrengend und sehr einseitig vor allem. Aber ja, morgen geht's weiter und später erzähle ich euch mal wohin und wieso und so, aber jetzt muss ich erstmal arbeiten. Ey, ohne Spaß, so langsam treibt es mich so in den Wahnsinn. Ich zeige euch jetzt mal, mit was ich gerade zu kämpfen habe. Das ist alles so unnormal miteinander verflochten. Es dauert so ewig, das alles auseinander zu klamüsern. Es macht mich richtig wahnsinnig. Es wird immer schlimmer. Was für ein schönes Geräusch. Ruhe. Peace and quietness is all you need. Was habe ich hier eigentlich an der Nase? So, ihr Lieben, ich muss an dieser Stelle noch mal kurz was einwerfen, bevor es jetzt für euch gleich weitergeht. Weil ich nämlich in der Hektik des Einpackens zu gar nichts mehr gekommen bin. Und ja, ich dann irgendwie gar nicht mehr so richtig erzählen konnte, wohin es jetzt geht, was ist der Plan, was mache ich jetzt. Und das erzähle ich euch jetzt mal. Ich habe hier auch so einen kleinen Spickzettel dabei, weil ich schon die Hälfte wahrscheinlich wieder vergessen habe. Also ich habe euch ja erzählt, dass ich nach Freiwilligenarbeit suche, also nach Roofing. Und da bin ich auch fündig geworden und da bin ich jetzt auch gerade schon. Ich habe mich eben dazu entschieden, weil es viel leichter ist, so etwas zu finden, anstatt jetzt einen Job, der für die 88 Tage zählt. Ich werde jetzt parallel danach suchen, solange ich hier bin, aber so, dass ich eben schon mal damit anfangen kann einfach. Und ja, bin jetzt in der Nähe von Sydney gelandet, ungefähr 1 Stunde südlich von Sydney und mache jetzt hier eben Freiwilligenarbeit. Also arbeite meistens zwischen 4 und 6 Stunden, 4 bis 5 Tage die Woche und ja, es ist sehr, sehr schön hier. Also ein ganz, 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 ganz toller Ort. Man kann es vielleicht schon im Hintergrund so ein bisschen sehen. Also ich bin super happy mit der Entscheidung. Und ich gehe auch mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf jeden Fall, weil ich wirklich eine ganz, ganz tolle Zeit in Perth hatte auf der Farm und ich so viel gelernt habe. Also das kann man sich nirgendwo kaufen, die Erfahrung, die ich jetzt habe. Ich habe auch eine ganz, ganz tolles Arbeitszeugnis bekommen, mit dem ich jetzt super viel anfangen kann bei den nächsten Jobs, die ich anfangen werde. Und ja, es fiel mir nicht leicht. Ich habe ein paar Tränen auf jeden Fall auch verdrückt, als ich gegangen bin. Mir sind leider einige Videoaufnahmen verloren gegangen. Also ich habe sie gelöscht, weil mein Gerätespeicher auf dem iPhone voll war, meine iCloud auf dem iPhone war voll, mein MacBook-Gerätespeicher war voll, mein iCloud-Speicher auf dem MacBook war voll. Also ich konnte gar nichts mehr machen.
Und dann dachte ich, ach komm, die Sachen kannst du ja löschen. Die sind ja schon auf dem MacBook, weil sich das nämlich nie synchronisiert hat. Und dann dachte ich, da ist auf dem MacBook drauf, kannst du ja dann nochmal rüberziehen. Ja. Und weg waren sie. Ist eigentlich nur schade für mich, weil ich natürlich weiß, was ich aufgenommen habe zum Schluss noch. Aber für euch macht es eh keinen Unterschied, ob ich das aufgenommen habe oder nicht. Es ist auch nicht so wichtig. Es war nur ein bisschen von der Zugfahrt und wie ich dann gegangen bin und so, aber ist nicht so schlimm. Ja, und ich habe ja auf der Farm auch nur Englisch gesprochen. Kurzes Hintergrundgeräusch abwarten. Also nochmal zu dem, was ich alles gelernt habe. Mein Englisch zum Beispiel hat sich extrem verbessert, weil ich die ganze Zeit nur auf Englisch gesprochen habe. Also in dem Weinkeller zum Beispiel, da habe ich auch Kunden bedient. Und da waren, glaube ich, in diesen 3 Monaten so 4, 5 Leute dabei, die Deutsch gesprochen haben tatsächlich, die vor Jahren ausgewandert sind. Und ja, deren Deutsch auch so ein bisschen eingerostet war. Und das war eben auch richtig cool, aber das waren halt immer nur 5 Minuten oder so. Und ich habe natürlich dadurch mein Englisch extrem verbessern können, was ich mega cool finde. Und auch an diesem Ort, wo ich jetzt bin, spreche ich auch nur Englisch, was mir natürlich sehr zugute kommt, aber ich vermisse es halt natürlich auch auf Deutsch zu sprechen mit Leuten, die mir face-to-face gegenüberstehen. Das ist doch schon ein bisschen was anderes. Ja, und ich bin eben auch die längste Zeit, die ich jetzt in Australien bin, habe ich auf dieser Farm verbracht. Das ist mir dann auch irgendwie am Ende nochmal so klar geworden, wie krass das eigentlich ist, wie lange ich dort war, und der Ort bedeutet mir auf jeden Fall sehr viel. Jetzt, da ich aber ja schon in der Zukunft hier für euch bin, in dem Video, kann ich sagen, die Entscheidung war auf jeden Fall goldrichtig. Bin super happy hier und ja, kann mich nicht beklagen. So, und da das jetzt geklärt ist, wo ich bin und was ich mache und sowas, werfe ich euch jetzt mal zurück ins Video. Guten Morgen! Den ganzen Kram werde ich jetzt mal in meinem Backpack verfrachten. Ich bin super gespannt, ob ich das da alles wieder reinbekomme. Ja, schauen wir mal, ne? Also der Rucksack ist so voll. Ich hatte wirklich zwischenzeitlich Angst, dass ich hier nicht alles reinbekomme, weil ich ein paar mehr Sachen mittlerweile habe und jetzt hier auch so ein bisschen Essen drin ist. Ich habe echt ein bisschen gestruggelt, aber es ist alles drin und er sollte auch unter 15 Kilo noch sein. Ich habe Zusatzgepäck von 15 Kilo gebucht und das sollte eigentlich passen. Also so vom Gefühl her, ja doch, das sind vielleicht so 10, 12 oder so, sollte passen. Und man sieht hier schon, ne? Also ich habe hier wirklich alles rausgeholt und ziehe auch meine schwersten und dicksten Sachen an, den Hoodie, die Hose, also die Jeans.
So, einmal mein Backpack. Das sind übrigens 45 Liter, also gar nicht mal so groß, so im Gegensatz zu meinem Handgepäck, wenn man das mal nebeneinander stellt. So von der Größe, also so viel größer ist mein großer Rucksack gar nicht. Genau, und hier ist mein Handgepäck. Der ist jetzt auch schon so gut wie voll mit meinen Sachen. Und das sind jetzt noch die restlichen Sachen, die ich irgendwo gleich verstauen werde. Ich habe gerade die giftigste Spinne in Australien gefunden.